Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam, Rasulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdana min lisani yafqahu qawlu. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Und wir kommen nun zum zweiten Video in den Fiqh-Reihen, in die Einleitung in die Fiqh-Wissenschaften, in die Rechtswissenschaften. Und ich bitte euch, bevor ihr dieses Video anschaut, das erste Video dazu anzuschauen, die Einleitung. Und falls ihr es auf TikTok seht, gebe ich euch den Rat, dass ihr es auf YouTube anschauen könnt, auch unter Umar al-Namsawi. Und wir beginnen nun mit der ersten Phase, mit der Scharia, also die Gesetzgebung. Und diese Phase, wie ich schon im ersten Video kurz eingeleitet habe, diese Phase beginnt mit der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah sendet den Propheten mit der Scharia, also mit der Gesetzgebung. Denn es ist nicht möglich, dass Allah Geschöpfe erschafft, ohne ihnen ein Gesetz zu geben. Das wäre unlogisch. Denn dies wäre ohne Sinn und es wäre einfach unlogisch. Und die Phase endet mit dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt zwei Unterteilungen der Scharia in dieser Zeit. Erstens ist Mekka, und in dieser Zeit konzentriert sich die Gesetzgebung auf die Grundlagen der Religion. Dies bedeutet jetzt nicht, dass es nur auf Aqida beschränkt war, jedoch wurde von den detaillierten Gesetzgebungen nur ein kleiner Teil offenbart, wie beispielsweise das Nachtgebet. Also hatte die Zeit in Mekka, die Gesetzgebung, die in Mekka kam, hatte also mehr mit Aqida als mit Handlungen zu tun. Und die zweite Gesetzgebungsepoche kam in Medina. Und in dieser Zeit kamen die detaillierten Gesetze, wie macht man den Gebetsruf, wie schlachtet man, kämpfen und so weiter und so fort. Und Quelle der Gesetzgebung sind ausschließlich Koran und Sunna. Jetzt fragen sich sicher einige, okay, wo bleibt also der Ijma und der Qiyas, also der Konsens und der Analogieschluss? Werden sich jetzt einige fragen. Und es gibt Offenbarung aufgrund von Fragen und Ereignissen, das müssen wir wissen. Nochmal, es gibt Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund von Fragen oder Ereignissen. Ich bringe ein Beispiel. Es wurde verbreitet, dass Aisha radiallahu anha Zina begangen haben soll. Und die Leute verbreiteten dies. Und ich möchte jetzt nicht zu tief auf diese Sache eingehen, deswegen packe ich es kurz zusammen. Nach einer Zeit sandte Allah die Verse, dass Aisha unschuldig war. Und dies ist am Anfang von Surah An-Nur, wer es nachlesen will. Und jetzt, wo bleibt der Ijma, also der Konsens? Und zur Zeit des Propheten war der Ijma die Sunna. Der Prophet gab also die Antwort. Das ist sehr wichtig. Und wo ist der Qiyas, also der Analogieschluss? Wir müssen wissen, in dieser ersten Phase der Gesetzgebung gab es das nicht. Es gab keinen Analogieschluss, der Prophet zog keinen Analogieschluss, sondern er urteilte ausschließlich durch Offenbarung. Und der Ijtihad ging auf die Sunna zurück. Wichtige Merkmale. Erstens, Gesetzgebung im Sinne des Hervorbringen islamrechtlicher Urteile ist auf diese Phase beschränkt. Das ist sehr wichtig. Die Gesetze gab es nur in dieser Phase. Nach der Offenbarung kamen keine neuen Gesetze. Auch wenn das viele denken, was ist mit Straßenverkehr, dies, das, dazu kommen wir noch. Aber es gab nach der Offenbarung keine neuen Gesetze. Und jedes Gesetz wird aus Koran und Sunna gezogen. Auch die Gesetze, die durch den Ijtihad von den Sahaba gekommen sind. Es sind keine neuen Gesetze, denn die Gesetze kommen nur von Allah, subhanahu wa ta'ala. Also wichtig, der Sahabi hat keine neuen Gesetze gemacht, er hat diese durch den Ijtihad aus Koran und Sunna gezogen. Und auch ein Ijma in der heutigen Zeit ist kein neues Gesetz, sondern es bestätigt nur das Gesetz aus Koran und Sunna. Und niemand kann ohne Koran und Sunna entscheiden, was halal oder was haram ist. Das funktioniert nicht, dies ist unmöglich. Jeder, der so etwas machen will, der ist ein Majnun, ein Verrückter. Und man muss auch wissen, dass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam die Meinungsverschiedenheiten, ich sage, gering waren. Aber es gab welche.
Und jetzt fragen sich die Leute, wie zur Zeit des Propheten, wie soll es dort Meinungsverschiedenheit gegeben haben? Aber ich bringe jetzt ein gutes Beispiel. Ihr kennt doch bestimmt den Fall Banu Qurayda. Dort, ich will nicht zu tief eingehen, ich fasse es nur kurz zusammen. Eine Gruppe sagt, wir beten erst, wenn wir bei Banu Qurayda erreicht haben, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns es befohlen hat, Asr dort zu beten. Und die andere Gruppe, also Asr ist das Nachmittagsgebet, und die andere Gruppe betet, bevor sie das Ziel erreichten, um die Gebetszeit nicht zu verpassen. Und jetzt kommt's, das war die Meinungsverschiedenheit. Und beide Seiten wurden nicht getadelt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dies war die Meinungsverschiedenheit, ein Beispiel davon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und so machte jede Gruppe ihren Ijtihad. Also sie zogen das Urteil. Und diese Ijtihad gilt nur, wenn man den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht direkt befragen kann. Und das zweite war, die stufenweise Gesetzgebung ist auch mit der Offenbarung beendet. Man kann diese stufenweise, das ist eigentlich logisch, aber ich erkläre es jetzt trotzdem, man kann diese stufenweise Gesetzgebung nicht auf die heutige Zeit anwenden. Man kann nicht sagen, zur Zeit der Offenbarung war am Anfang nur das Nachtgebet Pflicht, deswegen soll der Neukonvertierte jetzt nur das Nachtgebet beten. So funktioniert das nicht. Diese stufenweise Gesetzgebung, wie der Koran offenbart wurde, das ist ja stufenweise gekommen und das beschränkte sich nur auf die Zeit der Offenbarung. Und auch noch ein gutes Beispiel, dasselbe beim Alkohol und allen anderen Gesetzen. Die Religion ist in der heutigen Zeit vervollständigt. Natürlich darf man die Menschen stufenweise erziehen, aber das ist ein Unterschied. Du kannst jetzt nicht dem Neukonvertierten direkt alles ins Hirn prügeln. Der wird alles lassen und wird wieder zurückkehren und wird sich denken, das sind Verrückte. Stufenweise Erziehung ja, aber die stufenweise Gesetzgebung gibt es nicht. Man beginnt, wie man mit dem Neukonvertierten beginnt, natürlich, man beginnt immer mit der Shahada, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, und dann mit dem Tawhid. Das ist das Wichtigste, man beginnt mit dem Tawhid, denn dies ist das Fundament der Religion. Ohne diesen Tawhid wird ein Muslim, oder bist du nicht einmal Muslim als erstes, und du wirst alles machen können, aber nichts davon haben. Und nach diesem Tawhid folgt das Gebet, Fasten und so weiter, man baut dann darauf auf. Und das Wichtige ist, was wir auch viele sehen, wenn Neue konvertieren, die Brüder stürzen sich auf den und das. Du kommst nicht an erster Stelle mit Beschneidung oder anderen Sachen, denn dies kann eine Abneigung gegen die Religion hervorrufen. Aber dies bedeutet jedoch nicht, dass man die Gesetzgebung schrittweise macht, denn die Gesetzgebung ist vervollständigt. Und wir müssen mit Hikmah, mit Weisheit vorgehen und zuerst das vermitteln, was ihn überhaupt zum Muslim macht. Aber wir müssen ihm auch sagen, dass alles andere trotzdem von Anfang an zählt. Aber ein Beispiel. Das Leben im Kuffer ist schlimmer als jede Sünde. Deshalb hol die Leute erst einmal aus dem Kuffer. Und der Islam eines Menschen, der Sünden macht, ist trotzdem noch aufrecht. Man kann nicht dem Drogenabhängigen sagen, er darf erst Muslim werden, wenn er keine Drogen mehr nimmt. A'udhu billah, das ist ein falscher Maßstab von den Gedanken. Aber was man tun muss, man muss ihm sagen, dass es haram ist. Aber es ist besser ein Muslim, der Haram macht, als ein Käfir, der 100% in der Hölle ist. Du kannst nicht eine Frau, die konvertiert und ihr Mann ist Christ und die sind verheiratet und die haben Kinder. Du kannst jetzt nicht dieser Frau sagen, sie muss sich sofort von ihrem Mann scheiden. Das wird sie abschrecken. Man muss mit Weisheit daran gehen. Dritter Punkt. Die Sahaba wurden trainiert in diesen Punkten, in Fatwa, in Ijtihad und so weiter. Und sie wurden zu Gelehrten herangezogen. Und die Sahaba haben die Fatwa gegeben. Dies bedeutet aber nicht, dass alle Sahaba Gelehrte sind. Jedoch haben alle Sahaba die Offenbarung erlebt und waren potenziell Leute des Ijtihad. Aber nicht alle gaben Fatwa. Und diese gelehrten Sahaba gingen dann aus der ersten Phase der Gesetzgebung und gingen in die zweite Phase über. Und inshallah reden wir
über die zweite Phase im nächsten Video, dass es sich nicht in die Länge zieht. Und das wird noch sehr interessant, liebe Geschwister. Möge Allah uns Nutzen daraus ziehen lassen. Ich mache diese Videos, weil es diese leider selten gibt, selten Aufklärung über solche Sachen gibt, über die Entstehungen des Fiqh. Und möge Allah uns Nutzen daraus ziehen lassen. Und wenn es Fragen gibt, stellt die Frage. Inshallah kann ich sie beantworten. Wenn ich sie nicht beantworten kann, frage ich meinen Sheikh. Und möge Allah uns Nutzen daraus ziehen lassen. Habe ich was Falsches gesagt, ist es von mir und vom Shaitan. Habe ich was richtig gesagt, kommt es von Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.